Porsche, Mercedes und BMW sind nicht nur Automobilproduzenten, sondern sind auch an der Börse gelistet. In diesem Jahr kann sich die Performance bei allen drei Herstellern sehen lassen mit einer Rendite von etwa 20%. Grund genug für uns, dass wir uns die Unternehmen und Aktien etwas genauer anschauen. Dies ist jedoch keine Anlageberatung, sondern nur meine private Meinung. Die genannten Zahlen sind ohne Gewähr. Da Luxusaktien derzeit recht begehrt sind, fangen wir mit Porsche an. Die Vorzugsaktien von Porsche ist erst seit September letzten Jahres an der Börse gelistet. Von daher kann man noch nicht viel über die Vergangenheit des Aktienkurses sagen. Wer jedoch von Anfang an dabei ist, kann sich über eine positive Rendite freuen. Eine Dividende wurde bisher nicht gezahlt, aber Analysten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividende von etwa einem Euro. Die Hauptversammlung findet am 28.06.2023 statt. Im letzten Jahr hatte Porsche 309.000 Fahrzeuge ausgeliefert und erwirtschaftete einen Gewinn von 4,95 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Umsatz hatte Porsche damit eine Gewinnmarge von 13%. Damit steht Porsche an der Spitze, denn kein anderer Autobauer in diesem Video hatte eine bessere Marge. Und auch der Wachstum scheint bei Porsche zu existieren. Von Geschäftsjahr 2019 bis 2022 stieg der Umsatz um 32%. Derzeit kostet eine Aktie von Porsche etwa 119 Euro. Das Kursziel setzt sich erst einmal bei 130 Euro. Einen Stoppkurs kann man bei 92 Euro setzen. Dies entspricht etwa dem Kurs bei der letzten leichten Korrektur. Abonniere gerne unseren Kanal, damit du in Zukunft kein weiteres Video mit Aktientipps verpasst. Seit 2020 klettert die Aktie von BMW langsam aber sicher nach oben und erreichte so eine Performance von etwa 95% in den letzten 3 Jahren. Der stetig steigende Umsatz und der steigende Gewinn sind nur ein Grund für die Kurssteigerung. Besonders hervorzuheben ist bei BMW die Gewinnmarge und diese liegt nicht nur im zweistelligen Bereich, sondern konnte ebenfalls deutlich gesteigert werden. BMW zahlt auch einmal im Jahr eine Dividende, doch diese Zahlungen können nicht das gleiche Wachstum aufweisen wie der Gewinn. In diesem Jahr wurde eine Dividende von 8,50 Euro gezahlt und im kommenden Jahr rechnen Analysten mit einer Senkung der Dividende auf nur noch etwa 5 Euro je Aktie. Damit hätte man eine erwartete Dividendenrendite von etwa 4,5%, welche auch noch recht ordentlich ist. Ich denke, dass die Zahlen von BMW konstant stark bleiben und rechne daher damit, dass die Aktie weiter steigen wird. Ein Kursziel von 140 Euro halte ich für realistisch, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass dieses Ziel rasant erreicht werden wird, sondern die Aktie sollte langsam an dieses Ziel kommen. Absichern kann man den Kauf bei etwa 90 Euro. Mercedes-Benz kann bei der Marge nicht mit BMW mithalten. Bei dem Luxusautobauer hatten wir zuletzt eine Marge von knapp unter 10%. Obwohl der Umsatz anstieg, konnte der Gewinn nicht in gleicher Höhe gesteigert werden. Die Aktie konnte dennoch in diesem Jahr gut 20% zulegen und der Autobauer zahlt ebenfalls eine Dividende und diese hat es derzeit in sich. Abgesehen von den Geschäftsjahren 2019 und 2020 lag die Dividendenrendite über 6%. In diesem Jahr zahlte Mercedes eine Dividende von 5,20 Euro und hatte damit eine Dividendenrendite von über 8%. Die Ausschüttungsquote liegt bei knapp 30% und ist damit voll im grünen Bereich. Im Schnitt der letzten 10 Jahre hatte man mit Mercedes eine Dividendenrendite von 5,21%. Bezogen auf die letzten 5 Jahre haben wir ein Dividendenwachstum von etwa 11%. Damit qualifiziert sich die Aktie von Mercedes-Benz für ein Dividendendepot. Derzeit kostet die Aktie von Mercedes-Benz etwa 75 Euro. Sie tat sich in der Vergangenheit auch schwer, den Kurs von 80 Euro zu überschreiten. Ich rechne auch jetzt nicht damit, dass der Kurs deutlich darüber gehen wird und setze das Ziel daher erst einmal auf 85 Euro. Absichern kann man die Aktie bei einem Kurs von 55 Euro. Dies entspricht etwa dem letzten Tief der letzten Korrektur. Auch wenn ich nicht mit einer großen Rendite durch Kursgewinne rechne, so ist die Aktie auf jeden Fall etwas für ein Dividendendepot. Damit haben wir einen Überblick über die deutschen Luxusautomarken. Für weitere Aktientipps abonniere noch unseren Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen und lasse bitte ein Like da, wenn dir dieses Video gefallen hat. Bis dahin, ciao.